Hi Leute, willkommen zu Sagen About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und auch noch einige andere Sachen, wo ich schon mal Bock drauf habe. Aber das habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, denkt dran, Abo nicht vergessen, da das Ganze meine Projekte verpasst. In dem jetzigen oder heutigen Teil geht es einmal weiter. Zweiter Teil, dritte vom Schockstab. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. Das sieht mir so noch ein bisschen zu langweilig aus. Da kommen noch ein bisschen Nieten und so was drauf. Aber das gucken wir jetzt gleich mal. Noch ein bisschen hier Verstärkungen. Mal schauen, damit er nichts abreißen kann und so. Mal schauen, was wir noch draus machen. Der sieht mir noch ein bisschen zu langweilig so aus. So im Großen und Ganzen kann man ja erkennen, was das werden soll. So, dann will ich euch nicht zu sehr labern, langweilen. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann geht's mal los. Ich werde jetzt hier einfach mal, Schere nehmen wir nicht, nehmen wir einen Cutter. Ich werde jetzt mit Fliegengitter hier noch so ein bisschen mal drüber, dass da nichts abreißen kann. Dann kommen dann hier und da noch so ein paar Nieten und so drauf, dass das alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, aufwendiger wird. Von der Optik her, das sieht man nämlich irgendwie alles noch ein bisschen zu langweilig aus. Dann gucken wir mal, ob wir da was Hübsches draus gezaubert kriegen. Ich will das jetzt auch nicht total übertreiben, aber so ein bisschen was kann man ja noch machen. Wie gesagt, erkennen kann man ja, was das sein soll. So gerne baue ich so Sachen ja nicht 1:1 nach, deshalb tue ich ja immer so ein bisschen Eigen Sachen reinbringen. Aber ich denke mal, egal wie das Ding nachher noch wird von den Verzierungen, also man kann es auf jeden Fall erkennen, was das sein soll. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr nicht erkennen könnt, was das ist. Kann ja sein. Hey kid. So, hier haben wir zur Stabilisierung alles noch drüber gemacht. Dann haben wir das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Ganze, das sah alles irgendwie noch so ein bisschen, ich weiß nicht, sieht noch ein bisschen langweilig halt aus. Ich habe da mal so ein paar Sachen vorbereitet. Ich mache das jetzt nicht überall. Ich hatte jetzt hier von den Löchern hatte ich noch ein bisschen was. Dann machen wir jetzt hier oben an der oberen Seite machen wir noch so ein bisschen wie so ein Lochblech drüber. Das sieht dann vielleicht ein bisschen hübscher aus, wie es jetzt ist. Hoffe ich. Aber ich denke mal schon. So. Bei dem Teil hier habe ich schon mal so aus 3 mm Matte hatte ich so ein bisschen was gemacht. Da hast du hier dann so, dass das ein bisschen aussieht, dass wenn man das dann so hin und her bewegen kann. Da würde ich so ein paar Sachen kommen, dann auch noch so ein paar Nieten oder sowas. Da mal uns gucken. So, das Ding, das sieht hier irgendwie auch noch ziemlich langweilig aus. Da machen wir hier mal eine Dreiermatte drumherum. Vielleicht hier vorne auch noch. Mal gucken. Das sieht alles irgendwie noch so langweilig aus. Das gefällt mir noch nicht. Man muss optisch noch ein bisschen was mehr ran. Hey kid. Don't ever let them get inside. So. Im Endeffekt ist das ein kleinerer ausgestochener Loch, also ein bisschen was größeres. Und mehr ist das nicht. So, das Ding, das ist soweit fertig. Ich war noch am Überlegen hier noch so was, da gibt es auf dem Bild so was wie so eine Abdeckung für über den Knopf, aber ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Könnte man auch noch machen, wenn man noch mehr Details einbauen will, aber ich sag jetzt mal, wir wollen mal nicht übertreiben. Ne? So, dann schauen wir jetzt mal. Davon nehmen wir die ganzen kleinen Sachen, würde ich sagen. Hoffentlich habe ich genug davon. Hey kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Aber ich denke mal, wenn das flexibel ist, ist das auch nicht schlimm. Dann kann das nämlich auch nicht so schnell abreißen. Also noch nicht so ganz. Ja. Für das Ganze nehme ich dann wieder Flexi-Paint, der ist mal wieder schwarz. Kennt ihr ja.
Kommen erstmal wieder ein paar Schichten drauf. Vorne muss ich aufpassen. Die Spitze, die will ich ja mit transparenten machen. Soll danach auch noch wieder schön leuchten, ne? When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Wo bin ich jetzt mit dem Rumkleckern, ne? Da habe ich noch alles voll gesaut. Was auch nicht so schlimm ist, weil der Schlauch dann ein bisschen Schwatz dran hat. Sieht dann nachher nicht mehr ganz so neu aus, was dann vielleicht auch mal ja nicht mehr so übel ist. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Schwarzschichten alle drauf sind. Dann machen wir mal weiter an den Teilen. Das Schwarz ist jetzt drauf. Bei den Schläuchen ein bisschen viel rumgekleckert. Aber ich habe mir mal überlegt, ob das vielleicht ja nicht mal so eine schlechte Idee ist, wenn die Schläuche nicht mehr ganz so neu aussehen. Bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass das nicht in die Hose geht, weil ich mir da so überlegt habe. Jetzt machen wir erstmal mit Flexipaint transparent. Machen wir eine ordentliche Ladung Silber rein. Irgendwas zum Umrühren. Ach, nehmen wir wieder halt Stiel vom Pinsel. Dann werden wir das Ganze erstmal in Silber machen. Mal gucken. Also Rost kriegt das Ding auf jeden Fall was dran. Ich weiß nur noch nicht wie viel. Da muss ich dann mal gucken. So, da brauchen wir erstmal nicht. Machen wir erstmal hier Silber drauf. Hätte ich vielleicht vorher den Schlauch dran machen sollen. Schlauch. Gordel. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mir jetzt versaue. Also sowas immer vorher dran machen, Leute. Ja, geht aber. Ein bisschen noch drüber. Und dann ist das gut. So, den hängen wir jetzt auf. Lassen das jetzt ein bisschen antrocknen und dann machen wir den Rest. So. Könnte man eigentlich das Teil hier auch schon mal machen. Hier ist soweit trocken. So, ich bin immer wieder fasziniert im Sommer, wie schnell das die Tupfte trocknet. So. Noch ein bisschen drauf. Der Vollständigkeit halber. Ja, dann haben wir hier das Ding soweit. Ja, hier drin vielleicht noch so ein bisschen. Gucken, was ich da noch reinkomme. Ja, das geht eigentlich. So. Tun wir jetzt mal hier so irgendwie. Dann können wir das hier trocknen lassen. Das Ding lasse ich erstmal hier. Das Silber ist jetzt soweit trocken. Dann gucken wir mal. Nehmen wir aus der alten Tube oder nehmen wir die neue? Mal gucken, ob noch was drinnen ist in der alten. Wollen wir noch ein paar Highlights setzen. Oder reicht doch. Vielleicht ein bisschen kleiner. Der hat eine scharfe Kante. So, tupfen wir das mal ein bisschen ab. Habe ich noch so ein bisschen, ein paar Stellen irgendwo ein bisschen viel. So viel wollen wir jetzt auch nicht.
sieht doch schon mal ja nicht übel aus. So, dann haben wir das. Auf Seite. Dann werden wir noch ein bisschen leichten Flugrost, ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Dann wollen wir mal gucken. Bis dahin, das reicht. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal gut trocknen. Und dann fangen wir an, den Klarlack drauf zu machen. So. Da bin ich echt mal gespannt, wie das nachher aussieht. Vor allen Dingen hier mit den Schläuchen, wo ich die so ein bisschen vergilbt habe. Ausprobiert habe ich noch nicht. Bin mal gespannt. Dann wollen wir mal anfangen, das Ganze zu topcoaten. Dafür nehmen wir wieder den Matten von FlexiPaint. Das Ganze macht man dann wieder wie üblich in 2 Schritten. Einmal die eine, einmal die andere Seite. I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth. Der Topcoat ist jetzt weitgehend trocken, ein paar Stellen, wo noch nicht ganz ist. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen viel drauf getan, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das hier müsste eigentlich die Hauptversorgung für alle sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Probieren wir es mal aus. Ja, das war der richtige. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie ich das Ganze hier so reingefrickelt kriege. So. So, der Deckel ist jetzt drauf. Also ein bisschen was muss ich noch tun. So ganz ist es noch nicht. Aber ich denke mal, ich habe da so ein paar Ledersachen vorbereitet. Ich wollte das ja eigentlich mit was anderem machen, aber das probiere ich jetzt mal, wie das hiermit so aussieht. Wenn man das so ein bisschen hier zusammen macht. Dann muss das eigentlich auch ganz gut klappen. Das hier. Dann machen wir mal ein bisschen dünner. Das ist wieder braunes Leder, da bin ich dann mit schwarzem Antik-Finish drüber gegangen. Wie gesagt, eigentlich hatte ich ein bisschen was anderes vor. Da wollte ich eigentlich so Mullbinden nehmen und die dann was einsiffen, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt keine auf die Schnelle gefunden. Und extra welche kaufen wollte ich jetzt auch nicht, also habe ich jetzt einfach mal mit so ein paar Lederriemen und Resten, die ich da noch rumliegen hatte, ich einfach ein bisschen mal wieder improvisieren. Ich denke mal, das passt aber dann auch. So, und zwar, wir wollen ja, dass das Ganze dann auch ein bisschen wieder demontierbar ist, für den Fall, dass da mal was ist. Dann machen wir das einfach hier an 1-2 Stellen ein bisschen so mit Leder fest. Dann sollte das eigentlich gut halten. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir hier ein bisschen Leder da. Wir könnten eigentlich hier auch noch irgendwie was machen. Noch Leder haben wir ja noch. Gucken. Vielleicht am Griff selber noch ein bisschen drüber. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen rustikaler aus. Also nicht. Ja, vielleicht auch nicht schlecht. Hier noch so ein paar Bändchen drum.
Ich würde sagen, dann machen wir auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht hinten, ob das da Sinn macht. Das ist ein gutes Stück festkleben. Kleben wir hier unten so dran. Gucken wir mal, dass wir das hier noch so ein bisschen drum machen, aber so, dass man das Lochblech noch sieht. Ganze Dumm jetzt hier irgendwie gucken, ob wir das hier durchkriegen. So. Die Ganze noch ein bisschen verkleben und dann ist das hier erstmal gut. So. Schneiden wir noch ab. So. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Leder drum. Vielleicht hinten noch. Ja, ich denke mal nicht, das ist sonst zu viel. Ich denke mal, das reicht. Obwohl, ich weiß nicht, hier unten könnte man noch so ein bisschen. Ich glaube, das noch zu viel. Ne, das ist dann zu viel. Das lassen wir so. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so. Und dann gucken wir uns das Ganze mal im Dunkeln an. Das Ding, das hält soweit. Das ist ja hier durch das Batteriefach eingeklemmt. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, wie das im Dunkeln aussieht. Machen wir erstmal schon mal einen Knopf an. Da bin ich mal gespannt. So, das. So, schauen wir mal. Vorne leuchtet auch. Also so gefällt mir immer noch am besten hier. Also vorne sieht das schon mal gut aus. Also ich muss sagen, das ist nicht mehr ganz so heftig am Leuchten, dadurch, dass ich ja ein bisschen an dem Ganzen noch so an ein paar Stellen so ein bisschen Sift dran habe, aber das war ja so gewollt. Naja, erst ja nicht, aber so momentan muss ich sagen, gefällt es mir. So, machen wir das Licht mal wieder an. Wie ihr gesehen habt, ne? Also ich muss ehrlich sein, im Dunkeln sieht es natürlich deutlich besser aus wie im Hellen. Aber so vom Gesamtkonzept, denke ich mal, kann man erkennen, dass das ein Schockstab ist. Mhm. Ja, dann war es das mit dem Projekt Schockstab. Ich hoffe mal, das Ganze hat euch soweit gefallen. Viel Spaß, wenn ihr was Ähnliches bauen wollt oder ich euch zu irgendwas in der Art inspirieren konnte. Dafür ist der Kanal ja da, damit auch mal selber ein bisschen was ans Bauen kommt. Die Videos soll da ja nur so quasi als Inspiration verstehen, dass er auch was macht. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.